So, dann zurück in den Book-Mode, würde ich sagen. Und dann haben wir uns eine Speicherung verdient. Und natürlich die Fortsetzung der Story. Hey there! You guys aren't with Squad 7 by any chance, are ya? Yes, that's us. Bingo! I've been looking for you. Meaning you, hot stuff, on the tank. Me? Mm-hmm. Excuse me, That must make you Lieutenant Gunther, am I right? Yeah. Yes, that's me. Upsy daisy. What? Hey, you can't... Ah, nice to meet you too. Now, let's get right to the questions. So, you're the son of the great General Gunther, huh? You look awfully young. How old are you anyway? Must be your first war, huh? What's been the hardest experience so far? Wait, happiest. No, funniest. I'd also like to know hobbies, favorite foods, what you do on your days off. Hey, lady! This is a combat zone. Excuse me, but what are you doing here anyway? Hey, give me a break, will ya? Scoops are near danger, and I'm near scoops. That's right. The name's Elliot. I'm GBS Radio's top woman reporter. I smell a story, a good story, and you guys are it. So, you're a reporter? Very good, I'm a reporter, yes. I've been assigned to Squad 7 to conduct a series of interviews, thank you. Now, let's get back to those questions, shall we? Okay. Eine Reporterin im Team. Distrust. Vielleicht am besten mit Misstrauen übersetzt. Interne Probleme incoming? Fragezeichen. Now he's giving interviews? Who does he think he is? Ooh, look at him. Son of some big hero. Please. He's still a schoolboy. No kidding. One little win and he's the new Grand Duke. I hate kids. Whatever. He'll learn soon enough. Only one thing matters out there in the field, and that's experience. Okay, das war noch relativ. Chapter 4. Operation Cloudburst. Kapitel 4. Yes. Und wir haben noch und wir haben jede Menge neue Tabs. Und jede Menge anderes Zeug. Gut. Das hätte schlimmer sein können. Das hätte deutlich schlimmer sein können vom Misstrauen her, so wie es klang. Gut, stören sich halt dran, dass ich jetzt sofort interviewt wäre, beziehungsweise unser Hauptcharakter. Aber das heißt ja nicht, dass sie irgendwas gegen uns plotten. Aber schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Squad 7's suppression of the enemy camp on the West Bank gave us the foothold we needed. Now we'll join the Army's vassal battalion in Operation Cloudburst to take back the bridge. Militia forces will take the point, crossing the bridge and attacking the eastern camp. Und da ist gerade Steam online gegangen, warum auch immer. Lasst mich mal kurz mich auf Offline stellen. Dass wir hier nicht in der Aufnahme gestört werden. Captain, crossing that bridge means breaching the enemy bridgehead. What sort of on-site backup and supplies can we expect from the Army on this? The plan calls for the Army to commence its operation after we've struck the bridgehead. Wait a minute. So we're just being offered up on a platter? I know how you feel. I felt that way when I was a militia foot soldier too.
But sometimes being a soldier means taking on tough missions, even dangerous ones. Understood, Captain. I'm not saying you're wrong, Faldio. Breaching that bridgehead by ourselves is... it's going to be tough. Captain Virat, may I go observe the area around the bridge? Observe it? I don't mind, but what do you... Welkin! Sergeant Melchiot, what is it? Oh, sorry to interrupt the meeting. We're finished, it's fine. Now, I assume there's a reason for your visit? Yes, Captain. Welkin, I mean, Lieutenant Gunther, the squad, they're at each other's throats. Ja, interne Kämpfe, nicht gut. What? Please stop them, sir. I tried to, but I couldn't. You want me to break it up? I don't know. Maybe it'd be better to just let him have it out. Welkin, du musst in dem Fall Anführer sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn du jetzt kneifst, dann wird es die Sache, glaube ich, nicht besser machen. Aber fairerweise muss man ihm zugestehen, er hat von dem ganzen Misstrauen von den erfahrenen Soldaten ja noch gar nichts mitbekommen. Let them have it out. You can't just ignore them. I'm not ignoring them. I think it's important that they say what they're thinking. Butting heads over differing opinions can be one way to bring people closer together. Ja, es kommt darauf an, was für eine Art von internen Kämpfen sie haben, ob es eine kleine Meinungsverschiedenheit ist oder was anderes. Zumindest vorbeischauen sollte man schon mal können. Aber ich nehme mal stark an, dass es Welkin gleich machen wird. Well, but... that may be, but I still... Look, you can't just sit here while your squad's tearing itself apart. It's not right. Now get a move on, sir. Hey, Alicia? Sounds like he's got his hands full. It's all part of growing as a team. Ja, das Bild sieht nicht besonders freundlich aus. Hold on! Okay, what's going on here? You really have to ask, Lieutenant? It's either her or me, pal. Who let her in anyway? You really think I'm gonna work with a dark hair? She'll blow us all up. Besides, I can't stand the stink of her! Her type's got a bad reputation and everybody knows it. No Darksons allowed. You hear me? Oh yes, I've heard everything you have to say. But I'm still a human being the same as you. Besides, no evidence exists to substantiate what you call the Darkson calamity. It's a myth. Excuse me? So what, you're calling me stupid now? Stop it, that's enough! Okay, boss man. We won't fight alongside no Darkson. What about that can't you understand? Another thing we ain't doing is taking orders from some hotshot greenhorn. All right, fine. Now listen and listen good. I'll have that bridge back in Gallia's hands in 48 hours. Huh? Now, if my plan fails, which I doubt, then I'll resign. And Squad 7 will be all yours, Largo. But if my plan works, you'll take my orders and like it. Your funeral, boss man. You sure about this? Yes, I am. But... wait a sec. Welkin? Dreckiger Rassismus. Über Sub-Episoden. Oh. Interessant. Wir haben jetzt Episoden, die mit so einem Sternchen markiert sind. Die müssen wir uns gar nicht anschauen, aber es sind zusätzliche Story-Häppchen. Häppchen geben wir uns also natürlich. Aber interessant, dass es sowas gibt.
Okay, es ist nicht nur ein interner Machtkampf, das ist auch noch rassistisch motiviert. Na super. Da haben wir einiges, woran wir in unserem Team arbeiten müssen. Aber Valkyrie scheint einen Plan zu haben, zumindest was die nächste Mission angeht. Naja. Okay, wir können uns den Plan anhören oder nicht? Natürlich hören wir uns den Plan an. Welkin? What's up? What's up? You just made an insane promise, that's what's up. I'm sorry, Welks. I shouldn't have argued. This is all my fault. It's nobody's fault, Ys. It's a war. We're all on edge here. And this mission certainly isn't helping. It's little wonder the troops are upset. Yeah? That's why pulling this operation off is the perfect way to bring the squad together. That'd be great if it works. But how can you possibly hope to take back the bridge in just 48 hours? Well, that's the hard part. Aha! Huh? Aha, what? I was hoping, but there they are. Isara, Alicia, think you can do me a favor? Sure, what is it? You follow me? Oh, ernsthaft? So viel dazu, wir bekommen den Plan mit. Ich glaube, es wurde gerade übersprungen. Nun, eine Überraschung mehr für uns. But that's... Is that even possible? Ja, reib es uns nur unter die Nase. Well, Ys, think you can make it by tomorrow? Yes, I'll get to work on it now. All right. I'll trust you on this. Thanks, Alicia. Well, let's get started. Also, jetzt bin ich gespannt. Hier, nochmal Doppelsequenz, und zwar die letzte, bevor es wieder mit der Operation losgeht. Könnte interessant werden. Mal sehen. All right, let's hear this brilliant plan. And it's too late to back out, boss man. You got that? So let's hear it. We're going to strike the enemy encampment on the east bank. Whoa, hold it. You're asking us to die for you? One squad ain't breaching that bridgehead, buddy boy. That would be suicide. We're not taking on the bridgehead. We're taking on this, the river. We'll use the fog as cover as we cross the river, then launch a surprise attack. Oh, come on. Is this just some game to you, boyo? Swimming a couple of foot soldiers over there ain't gonna do much if we got no tanks. Don't worry, I've got that covered. Isara? I fitted the Edelweiss with water-resistant measures to allow for submersion. Bitte was? It will only hold for a few minutes, but it should be enough to cross. Hold on just a sec. Ships come through here. It's gotta be too deep for a tank. We're covered. Look, see that over there? What's that? Grass? Missile reed, a tall aquatic plant found in the estuaries of some rivers. I noticed them when I came down to observe the river. This stretch runs shallow. Shallow enough for a tank to drive across. Trust me on this. Wow. Wow. Wir werden also mit dem Panzer über den Fluss fahren, über so ein paar gespannte Algen. Warum nicht? Bei Nacht und Nebel. Okay. Interessante Idee, Valkyrie, auf jeden Fall. Und sicherlich eine Taktik, die der Gegner so nicht erwarten wird. Und die Lago wohl so auch nicht erwartet hat. First, the Edelweiss will cross over and clear out any Imperial patrols on the shore. Then Lieutenant Gunther will send up a flare, signaling the rest of us to follow by boat. Right. Now let's get started. I'll see you on the other side.
or something? Yeah, I do. What is it? Beats me. The Edelweiss swims just fine. Fall in, Sevens! Schön. Okay, das wird ein netter kleiner Überraschungsangriff. Alles klar. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich nochmal ganz kurz ins Hauptquartier. Das geht ja zum Glück. Wir haben hier nämlich 2 neue Tabs bekommen. Castlefront Street, okay. Hey, Lieutenant! Off duty today? Your timing's perfect. There's something I want to show you. Won't take but a minute. Come on. Ta-da! It's the writing on the wall, written and published by yours truly. Why do this when I already have a radio news gig, you say? Sure, I could leave it up to the print news guys, but they're all lapdogs. The government censors everything. And not just a little cut here and there. In some cases, they'll bend the harsh truth into candy-sweet propaganda. I'm so sick of it. I want to give my readers the truth. That includes the bad stuff, too. So, this is my brilliant plan. The writing on the wall. Some things are only possible in out-of-the-way spots like this, out of sight from those government goons. I'll keep this space filled with up-to-date, absolutely factual info. No censorship. And your exploits will feature heavily, I'm sure. So yeah, come by and have a read sometime. Cool. Ah. Okay. Schön. Scrollen? Leertaste drücken. Könnt ihr ja pausieren und euch durchlesen, wenn ihr wollt. Das werde ich jetzt nicht alles übersetzen. Das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. And while you're here, I want to put a book out someday, right? To put the truth in the hands of the people. But I'm just a radio news grunt, you know? I'll be paying for everything out of my own pocket. So, I figured I'd ask you. Think you could find it in your wallet's heart to help a girl get started? I'd make it worth your while. You guys could feature in the book I write. I still haven't decided what all I want to put in it, but I promise it'll be all about you. See this fat stack of notes? Got a ton of material already. So how about it? Call it an investment in the future rising star of authordom. Please. Alles klar, wenn wir das Geld dazu haben. 1100, nein! Wir haben nicht genug Geld. Schade. I plan on putting out new editions periodically, so drop by to check it out often. Especially after you've made some headlines on the battlefield. That's the perfect time to strike. I'm counting on you out there, Welkin. You need to keep me supplied with exciting material. So. Kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, weil wir wie gesagt noch nicht genug Geld haben. Aber was es im Prinzip macht, es fügt ganze neue Kapitel hinzu, die zwar nur aus Videosequenzen bestehen, aber hey, es sind ganze, also nicht diese einzelnen Bilder immer auf so einer Doppelseite, es sind ja immer ein Kapitel. Und wir bekommen dann sozusagen Bonuskapitel, wo wir unsere Teamkameraden und alles mögliche noch ein bisschen näher kennenlernen. Also noch jede Menge Bonus-Content. Auch sehr nice. Ja, der Kriegsfriedhof für die Gefallenen, von denen wir Gott sei Dank noch keine haben. Paying your respects. Sorry,
I suppose that was a foolish question. Actually, no, sir. I'm not here visiting anyone in particular. Oh. Then might I ask what brings you to a place like this? I find it sobering, standing here in front of all those who died in the last war. That and seeing this much death reminds me that humans are just another part of nature. Don't suppose I've ever heard that before. Judging from your clothes, you're militia. Yes, sir. Lieutenant Welkin Gunther. I'm in charge of Squad 7, Regiment 3. Gunther. I see. Squad leader. Very impressive for a young man. Not at all, sir. I'm still woefully inexperienced. One wrong order from me and my squad could wind up here. It's a huge responsibility. You respect the weight of their lives. Here, let me teach you a special order. An order, sir? I'm sorry. Who did you say you were? Just a leftover from the last war. I'm afraid my orders require some experience, though. I can't in good faith teach them to those who lack the maturity to use them properly. Now, let's see. I'll teach you sniper support today. Use it to request backup from allied snipers to snipe a single enemy target. Well, what is your decision? Interesting. Oh, 6500 XP, das sind momentan 1-2 Klassen-Level-Ups für uns. Aber einfach jemanden wegsnipen, denke ich, das wäre schon sehr praktisch wahrscheinlich. Aber wir haben exakt 0 Erfahrungspunkte im Moment, also müssen wir jetzt leider verzichten. I see. I suppose it was too soon for you. I hope we'll meet again. Should you wish, you can likely find me here. Alles klar. Gut, und Gefallene besuchen und ihre würdigen müssen wir Gott sei Dank momentan noch nicht. Ich frage mich, was hier als letzter Tab noch fehlt. Unsere Hauptquartiere sind immer noch nicht 100%ig vollständig. Oh ja, und wir haben noch die ganzen anderen Tabs. Ich speichere mal. So. Tab Select. Hier, Personal. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Wow. Oh, schön hier mit Charaktermodel. Und wahrscheinlich kommen hier nach und nach noch mehr Informationen dazu, je nachdem, wie weit wir in der Story voranschreiten. Cool. Hier. Okay. Oh, wow. Cool. Also jede Menge Zusatzinfos, wenn einem sowas interessiert. Und Glossar auch noch. Und dann noch zusätzlich zu allgemeinen Sachen. Das ist cool. Das finde ich richtig gut. Also, und hier seht ihr auch schon, wir sind noch nicht sehr weit. Wir haben gerade erst angefangen mit dem Spiel eigentlich und wie viele Einträge wir da schon haben. Wow. Wie sieht es denn bei den Gefechten aus? Ah, hier Brul könnten. Ich würde sagen, wir machen mal so ein kleines Gefecht, weil die Folge dauert nicht mehr so ewig lange, beziehungsweise diese Aufnahme. Da würde ich jetzt ungern noch so noch eine große Operation, diese Hinterhaltsoperation anfangen, weil ich glaube, die dauert noch ein bisschen länger. Das machen wir dann lieber das nächste Mal. Und vielleicht verdienen wir auch genug Geld, um das erste Bonuskapitel freizuschalten. Here is a brief on the task at hand. Ja, die Gegend kennen wir schon. Okay. Wir kommen von der anderen Richtung. Okay, von der anderen Richtung. Und müssen eine Camp einnehmen. Okay, es ist keine Wiederholung der Mission, sondern es ist einfach nur dieselbe Gegend. Wir sollten vorsichtig sein.
Das könnte furchtbar in die Hose gehen, aber wir probieren das Ganze mal. Ich weiß, das könnte jetzt übertrieben sein. Aber... So, ich weiß gar nicht, haben die eine... Ich bezweifle, dass sie einen Tank haben. Hier, Lago, aber wir versuchen es einfach mal. Hier, Engineer halt. Lieber hier in die Nähe vom Panzer. Und ein Sniper. Das könnte fürchterlich in die Hose gehen. Now, let's begin the operation. I'm confident victory is within reach. Besonders, weil wir keinen einzigen Kundschafter dabei haben. Also das könnte verdammt in die Hose gehen, aber es ist den Versuch wert. Let's drive these Imperials back out of Gallia. Squad 7, move out. Wir haben einen leichten Schwierigkeitsgrad genommen, also ist es vielleicht nicht so unschaffbar. Ach, schaut mal einer. Oh gut, sie haben eine Anti-Tank-Einheit, da müssen wir vorsichtig sein. Aber ansonsten nichts zu Heftiges. Oh wow, das wird ein Riesendeckungskampf. Sehr gut, wir haben nicht viel Lebens verloren. Und wir haben hier einen Scout, der auch noch eine Kommandoeinheit ist. Sehr gut. Also, auch wenn sie persönlichkeitstechnisch noch nicht so stark fortgeschritten ist, Rosie haut auf jeden Fall rein ohne Ende, meine Güte. Hannes, deine Zeit zu zeigen, was du drauf hast. Ach, sieh sich das mal einer an, die sehen uns hier noch gar nicht. Jetzt schon? Hehehehe. Das könnte kritisch werden. Hallo, mein Freund. Volltreffer. Wow. Ah, vielleicht ist Kobe eine schlechte Idee wegen seinem Rücken, aber Versuch ist es wert. Aber bisher hauen wir die weg, meine Güte. Oh, das könnte... Ah, da hinten ist noch ein Shocktrooper, aber hier, das ist nur ein Scout, das sollte möglich sein. Und ich werde Kobe gerne ein bisschen mehr in Deckung bringen. Okay. Das sollte definitiv schaffbar sein. Wir haben noch 2 Kommandopunkte, das heißt, bringen wir die anderen beiden Schocktruppen näher ran. Ich glaube, den Rest vom Team brauchen wir gar nicht. This ain't even fair. So, und Hannes sollte nicht mehr genug Aktionspunkte haben, um hier rüber zu kommen. Nee. Ja, kommt schon. Ein Shocktrooper, 2 Scouts. Die machen wir fertig. Der ganzen Cluster da hinten an Einheiten brauchen wir gar nicht, geschweige denn unseren Panzer. Wir raiden sie einfach kaputt. Das ist ja so gut wie gar kein Schaden, meine Güte. Die sind sowas von Geschichte. Gut, wir müssen noch den ganzen Weg hinter zu ihrem Camp, aber ansonsten haben sie nur noch Scouts. Hier, schau mal, die machen uns eigentlich gar keinen Schaden. Nennenswerten. Zack, durch die Deckung hindurch. Noch eine Kommandoeinheit, sie haben nur noch einen Scout.
leichteste Übung. Im Gegensatz dazu war das andere, was wir bisher durchleben mussten, ja. Also das hier ist ja fast ein Witz. Also, es ist ja eigentlich ein Witz. Das wird nix. Ich würde sagen, Rosie darf mal wieder die One-Woman-Show machen. Sie hat nicht mehr viele Aktionspunkte, aber es ist ja auch nicht mehr so weit. Ist das? Nein. Auch wenn sie nicht mehr so viele Aktionspunkte hat, wir haben noch 5 Züge, das sollte reichen, um den Scout hier auszuschalten und die Flagge zu hissen. Und weg mit ihm. So. Und der nächste Zug dürfte das Ganze entscheiden. So, 2 Runden. Keine Verluste, noch nicht mal ein nennenswerter Schaden. So macht man das. Es war leichter Schwierigkeitsgrad und es war definitiv leicht. Operation complete. We took their base. Sehr gut. Und das könnte genau genommen auch genug Geld sein. Und es war gar nicht so wenig Erfahrungspunkte und Geld für die Schwierigkeitsgrad, für den Schwierigkeitsgrad. Okay, wir müssen es... Nein, es hat ja mit dem Story-Fortschritt zu tun, wann wir die nächsten freischalten. Aber hey. Frag mich, ob es ja auch mehrere Seiten gibt. Wahrscheinlich ja. Gut, wir könnten es auf normal nochmal versuchen. Und wenn wir das schaffen, dann bekommen wir wahrscheinlich auch noch einen schweren Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Könnte ich mir vorstellen. Aber das war ganz gut, mal einen Blick hineinzuwerfen. So können wir auf jeden Fall problemlos trainieren, ohne irgendwelche großen Risiken einzugehen. Das ist schön. Jetzt habe ich eigentlich die Zeit rumgekriegt, die ich noch rumkriegen wollte in der Folge. Aber wir können trotzdem noch mal schnell schauen, ob wir schon das erste Buchkapitel kaufen wollen. Hey! Dropping by to read the writing on the wall? That's a good man. Oh, and how about the new rising star of Squad 7, huh? I've heard some wild stories. You must be proud. I couldn't help but snipe him with a pop interview. You'll have to read it once I get it all drafted up. Das nicht. So, come to make a donation to the Get Elliot's Name on a Book Fund? Im Prinzip ja. 1100. Schön. Thanks a million. Gekauft. Come back and see the writing on the wall again soon. I'll be waiting for you. So, dann schauen wir doch mal in den Book-Modus zurück. Eine neue Episode wurde hinzugefügt. Der neue Report wurde hinzugefügt. Oh wow, und wir kommen hier noch mehr. Ah, seht ihr das? Tab Select. Hier, Episodenauswahl. Oh. Report. Elliot embedded. Schön. Zwischenkapitel. Wie gesagt, hier nochmal 4 Interviewkapitel. Die geben wir uns beim nächsten Mal allerdings. Ich weiß nicht, entweder machen wir zuerst die Operation und dann die Interviews oder andersrum, das sehen wir einfach mal. Läuft uns ja nicht davon. Aber dann sehen wir uns das nächste Mal in der nächsten Aufnahme. Wenn ich Tag 6 und 7 auf einmal mache und dann war es das auch schon wieder mit Valkyria Chronicles. Außer natürlich, das wird irgendwann mal ein Stream-Projekt, wenn ich mit dem Streamen anfange. Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, das Spiel. Wäre wie immer nett, wenn ihr eure Meinung in den Kommentaren niederlasst. Und wenn nicht, bin ich euch auch nicht böse und es freut mich allein, dass ein paar von euch zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.